Hi Leute, willkommen zu Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, naja, was machen wir heute? Den dritten Teil vom Zwergenhelmbau. Und zwar muss ich euch eine Kleinigkeit gestehen, aber seht selber, Ella aus. Ich habe da jetzt noch so einen Kamm dran montiert, was ein bisschen, also ich muss ehrlich sagen, der ist ein bisschen zu breit geworden, aber und auch ein bisschen schief. War mein erster Versuch. Die Seitenteile sind wesentlich besser geworden. Aber ich muss jetzt halt verbauen, was da ist. Bin noch hingegangen, habe so ein paar Teile hier dran montiert. Ein paar Nieten schon mal drauf gesetzt. Ein paar Linien gezogen. Die Hörner hier noch dran gemacht. Was eine Scheißarbeit war. Da habe ich, glaube ich, gestern, keine Ahnung wie viele Stunden dran gesessen. Und muss aber immer noch einiges machen. Naja, gut. So viel dazu. Das Ding ist noch lange nicht fertig. Seht selber, wie ich jetzt weitermache. So Leute, ich könnte jetzt überall irgendwie anfangen. Aber ich will jetzt erstmal noch ein bisschen so mit dem Lötkolben ein bisschen rumgucken. Wisst ihr, was das Schöne ist? Man kann einfach drauf losbauen. Man hat keine Vorgaben, gar nichts. Das ist so richtig schön. Das macht so richtig Spaß. Wenn man mal nicht weiter weiß, was irgendwie nicht so ist, wie man sich da gerade vorstellt, macht man einfach mal ein Päuschen und macht am nächsten Tag weiter. Meistens fällt einem dann auf einmal wieder was Tolles ein, für irgendeine Stelle, die einem noch nicht so gefällt. Und schon kann man wieder weitermachen. Das ist quasi auch wie beim Labwaffenbau selber. Nur halt bei den Sachen habe ich keine Vorgaben. Ich kann machen, bauen, wie mir gerade so in den Sinn kommt, was mir gefällt. Das ist wirklich toll. Ich war schon am Überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen mehr Muster machen soll, aber ich glaube, zu viel ist wahrscheinlich auch nicht gut. Auch wenn der Helm relativ pompös wird. Also für einen Standardzwerg, so einen normalen, ist das wahrscheinlich eher jetzt nicht so gedacht. Aber wie gesagt, das ist jetzt mit mir irgendwie so ein bisschen durchgegangen. Ich war immer so im Bau drin. Naja, wie gesagt, ein bisschen eskaliert. So, sieht doch schon mal ja nicht schlecht aus. Ich muss sagen, Leute, der Helm, der gefällt mir immer besser. Wenn ich dran denke, wie das Ding am Anfang ausgesehen hat. Das sah wirklich aus wie ein Seppel-Hut. Und mittlerweile ist so ein richtig geiler Helm draus geworden. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. So. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch noch an ein paar Stellen muss ich glaube noch ein bisschen was nachkleben. Aber das mache ich dann später. Das werde ich dann nicht aufnehmen. So sieht das Ganze momentan aus. Die ganzen Heißklebefäden, die können wir ein bisschen ignorieren. Ne? Die mache ich dann später mit dem Heißluftföhn weg und so sieht das Ding momentan aus. Jetzt muss ich noch überlegen, was ich hier reinmache. Hier kommt noch so eine Art dicke Niete rein. So irgendwas so größeres, eckiges. So Leute, ich habe mal wieder so ein bisschen vorgebaut. Und zwar habe ich das Teil hier mit zurechtgewurstelt. Und zwar, das war ja hier so ein bisschen schief. Und hoffe damit, dass ich das so ein bisschen kaschiert kriege. Außerdem fand ich die Idee geil, dass man vorne so was wie so ein, ich weiß nicht, wie soll man das nennen?
Ja, keine Ahnung. So eine Art, naja, für Kopfnüsse zu verteilen. Mit einer Axt quasi. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es für sowas überhaupt eine Bezeichnung gibt. Aber ich fand die Idee irgendwie cool. So. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Lötkolben so ein bisschen hin und glätte hier noch so ein bisschen die Kanten. Nachher gehe ich dann auch nochmal mit dem Heißluftföhn drüber, damit das ganze Gefissels hier von dem Heißkleber weg ist. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Und ich denke mal, dann ist es soweit auch gut. Und jetzt die Lötkolben mal aus. Dann werden wir mal die Heißluftpistole nehmen. Und dann werden wir das Ganze noch mal so ein bisschen glätten, indem wir dann den ganzen Fisselskram hier noch von dem Heißkleber und so was dann quasi wegtoasten hier. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna. So Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. So Leute, das war es jetzt mal im dritten Teil. So sieht das ganze Ding aus. Ich glaube, ich mache jetzt gleich auch noch mal schnell so ein paar Nahaufnahmen, ne? Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this. Hier könnt ihr ein bisschen schief das Ganze gemacht habe. Ne? Sieht man jetzt nicht mehr so. Obwohl, wenn ich hier das sehe, das ist auch ein bisschen schief. Anscheinend gleicht das halt irgendwie aus. Naja, gut, Leute. Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt schon mal, wie es aussieht. Und das Ganze werde ich dann anfangen, im nächsten Teil zu pinseln. Vielleicht mache ich, also wie gesagt, hier kommen noch ein paar Abgüsse rein. Vielleicht mache ich auch noch ein paar andere Abgüsse rein. Mir fällt gerade auch auf, ich muss hier an den Teilen auch noch mal ein bisschen was machen. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt nichts, was unbedingt ins Video rein müsste. Ja, das sind halt nur so ein paar Teile, die ich noch dran klebe. Ich habe ja einige Sachen gemacht, wo ich nicht unbedingt ein Video, also nicht alles gezeigt habe. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, weil das Ganze war schon ziemlich aufwendig zu machen. Wie gesagt, das ist noch nicht so ganz fertig, aber so gut wie. Also bevor ich jetzt anfange, das Ganze noch zu pinseln, kommen dann hier quasi an der Seite noch diese Klötze dran, die ich da noch reinmachen wollte. Ist mir gerade mal eingefallen. Ich war erst am Überlegen, ob ich hier an den Teilen auch noch Verzierungen, aber ich glaube, das wird dann zu viel. So, dann hoffe ich mal, der dritte Teil von dem Zwergenhelm hat euch auch gefallen. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Ich will ja eine komplette Rüstung bauen. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich als nächstes baue. Armschienen, Beinschienen oder Torso und Schultern. Ne? Also Torso und Schultern, das wird dann so mehr oder weniger ein Ding. Ihr könnt euch dann ja mal melden. Also zu Wort. Ne? Was ihr am liebsten als nächstes hättet. Würde mich echt freuen, mal eure Meinung dazu zu hören, weil ihr als nächstes machen soll. Weil das Ganze macht mir richtig Spaß. Ich glaube, ich werde mir da so ein komplettes Cosplay mal zu einem Zwerg zusammenbauen. So. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Teil, wenn ich dann anfange, das Ganze zu pinseln und dann anschließend die richtige Farbe und alles, damit das auch richtig hübsch aussieht. Na? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.